Linus und Camilla wollen einen Film über das Planetarium in Hamburg drehen. Sie haben einen Haufen Informationen dazu im Internet, in der Bibliothek und im Planetarium selbst gesammelt und nun geht es darum, einen Plan für den Film zu erstellen. Zunächst müssen Sie sich überlegen, was Sie genau erzählen wollen, denn das Planetarium ist über 90 Jahre alt und nicht alles in seiner langen Geschichte ist in gleicher Weise interessant. Weil der Film maximal 5 Minuten lang sein darf, müssen sich Camilla und Linus also überlegen, welches die wichtigsten Ereignisse sind. Ein kurzer Dokumentarfilm sollte so aufgebaut sein, dass er einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende besitzt. Am Anfang erzählt man dem Zuschauer kurz, wovon der Film handelt. Und zwar nicht nur vom Planetarium in Hamburg, sondern auch von dem Schwerpunkt, für den Camilla und Linus sich entschieden haben. Also zum Beispiel dem Wandel vom Wasserturm zum Sternentheater. Schreibt euch ruhig diese Einleitungssätze direkt zu Beginn auf. Sie erinnern euch nämlich an das, wovon ihr eigentlich erzählen möchtet. Den Kern einer Geschichte kann man nämlich schnell aus den Augen verlieren, wenn man erst einmal beginnt, sich in eine Sache einzuarbeiten und viel über sie zu erfahren. Im Mittelteil des Films geht es nun darum, das eigentliche Thema zu erzählen. Dabei kann man ruhig ein paar geschichtliche Daten fallen lassen, zum Beispiel, dass das Planetarium 1930 entstanden ist und dass das ursprüngliche Bauwerk seit 1916 als Wasserturm diente. Allerdings sollte man die Informationen, die nicht unmittelbar zum Thema gehören, so kurz wie möglich halten. Vermeidet außerdem zu viele Jahreszahlen. Sie lassen sich schlecht merken und sind meist nur im Zusammenhang mit der Geschichte interessant. Ein einfaches Beispiel. 1946 waren viele deutsche Städte zerstört. Die wichtigste Frage ist immer die nach dem Warum. Um diesen Satz sinnvoller zu machen, könnte man also zum Beispiel schreiben: 1946, ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, waren viele deutsche Städte zerstört. Wir haben so die Jahreszahl in einen Zusammenhang gebracht, nämlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Denn nicht die Jahreszahl ist entscheidend für unsere Aussage, sondern die Umstände, die zu jener Zeit herrschten. Beschreibt also lieber die Umstände einer Zeit als nur die Jahreszahl. Im Mittelteil bringen Camilla und Linus all das unter, was sie über ihr Thema erfahren haben. Recherchierte Fakten, Gedanken dazu, Verknüpfungen und Personen. Die Regel lautet: Das, was ihr schreibt, sollte euch auch selbst interessieren. Und jeder Satz, der im Film gesagt wird, sollte für euch und euer Thema wichtig sein. Der letzte Abschnitt, das Ende, ist ebenso wichtig. Im Film werden hier die letzten Worte gesprochen und die letzten Bilder gezeigt, die der Zuschauer sieht und hört. Die bleiben natürlich am besten im Gedächtnis. Auch das Ende sollte zu dem passen, was ihr zu Beginn des Films angekündigt habt und noch einmal untermauern, weswegen das Thema wichtig oder interessant für euch war. Dieses Schlusswort kann natürlich manchmal auch von einem Interviewpartner kommen, sofern er das Thema auf den Punkt bringt. Camilla und Linus haben das Glück, eine Expertin zu ihrem Thema befragen zu können und haben daher eine Lücke in ihrem Drehbuch gelassen, weil sie natürlich nicht genau wissen, was ihre Interviewpartnerin, Frau Dr. Klabunde, genau sagen wird. Dafür haben sie sich aber gut über Frau Dr. Klabunde informiert und sich gezielt Fragen überlegt, zu denen sie etwas sagen könnte. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Video über das Interview. Camilla und Linus haben den inhaltlichen Ablauf klar formuliert und sind mit dem schriftlichen Teil ihres Drehbuchs sozusagen schon fertig. Es gibt eine grobe Tabelle, in der die einzelnen Teile des Films aufgelistet sind: Anfang, Mittelteil, Ende, Interview. Die ausformulierten Texte zum Einsprechen, zum Beispiel die Einleitung, wurden separat am Computer geschrieben. Nun besteht aber ein Film nicht nur aus gesprochenen Texten, sondern vor allem aus ganz vielen Bildern. Zu diesem Zweck haben sich die beiden in ihrer Tabelle auf der rechten Seite etwas Platz gelassen, um dort zu notieren, welche Bilder sie im jeweiligen Blog zeigen wollen. Hier können Sie notieren, wann Sie selber vor der Kamera sprechen möchten, wann Ihr Interviewpartner zu sehen sein wird und wann es Bilder vom Planetarium geben soll. Sehr genau lässt sich das im Vorfeld natürlich nicht planen, denn Camilla und Linus wissen ja nicht, welche Bilder sich vor Ort herstellen lassen. Dadurch, dass sie aber inhaltlich wissen, worüber sie erzählen wollen, können sie sich Bilder vornehmen, zum Beispiel das Planetarium von außen, das Schild, den Eingangsbereich und so weiter. Je abwechslungsreicher man seinen Film bebildert, desto interessanter wird er für den Zuschauer. Welche Möglichkeiten der Bebilderung es gibt, zeigen wir in unserem Video über die Bebilderung. Wenn euer Drehbuch am Ende so ausschaut wie das von Camilla und Linus, seid ihr jedenfalls gut vorbereitet. Natürlich kann man immer noch Kleinigkeiten oder sogar größere Abschnitte ändern. Das ist schnell erledigt.
Aber Camilla und Linus wissen jetzt ganz genau, was sie erzählen wollen, welcher Text vor oder hinter der Kamera gesprochen werden soll und welche Bilder sie an welcher Stelle im Film in etwa zeigen möchten. Alle Bilder, die sie benötigen, müssen sie entweder selbst herstellen oder woanders finden und sich dann um die Bildrechte kümmern. Dabei hilft ein lückenloses Drehbuch ungemein.